Hi und willkommen zu meinem neuen Video. Ja Leute, was soll ich sagen? Der Monat Juli ist schon wieder vorbei und ein neuer Monat steht vor der Tür. Ihr wisst, was das heißt. Wir suchen heute meinen August-TBR aus. Und dazu werde ich natürlich wieder meinen TBR-Jar holen. Und wir werden kleine Prompts ziehen und dementsprechend Bücher aussuchen. Als kleine Side-Note, ich habe dieses Video eben schon mal aufgenommen, habe aus Versehen auf Karte formatieren gedrückt. Don't ask me why. Auf jeden Fall war das komplette Video gelöscht und wir müssen dementsprechend das Video nochmal drehen. Natürlich habe ich alle Bücher zurückgestellt, alle Zettel wieder in meinen TBR-Jar gemacht und wir werden einfach so tun, als ob ich eben nicht schon mal ein ganzes Video gedreht habe. Ja, und ohne groß drumherum zu reden, würde ich sagen, wir fangen sofort an. Ich werde wieder 7 Bücher ziehen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich im August Besuch bekommen werde von meinem Bruder und seinem Freund. Und die beiden werden fast 3 Wochen hier sein. Und ich weiß dementsprechend nicht, wie viel Zeit ich zum Lesen haben werde. Aber trotzdem habe ich mich entschieden, 7 Bücher auszuwählen, einfach weil es so Spaß macht. Also, who cares? Wir machen einfach 7 und ich schaue dann einfach mal, wie viel ich davon lesen werde. Ja, und jetzt habe ich genug gejappt und ich würde sagen, wir fangen sofort an mit dem ersten Prompt. Also, der erste Buchstabe des Monats soll auch der erste Buchstabe des Autors sein. Also, das ist der TBR für den August. Also muss ich einen Autor oder eine Autorin aussuchen, die mit A anfängt. Und jetzt schauen wir mal, was ich da so habe. Also, wir könnten Same Time Next Summer von Annabel Monaghan, A 7-Year Itch von Amy Dawes, Problematic Summer Romance von Ellie Hazelwood, The Love Hypothesis von Ellie Hazelwood, Belladonna von Adeline Grace, Lightlark von Alex Esther, Mord im Himmelreich von Andreas Winkelmann oder Die App von Arno Strobel. Oh, und Far and Away von Amy Pöppel. Ganz ehrlich, da fällt mir wirklich nur ein Buch ein und ich muss es wirklich diesen Monat holen. Übrigens, wenn ich immer holen sage, ich komme aus Trier und deswegen holen, nehmen ist für mich ungefähr dasselbe, aber holen ist immer Nummer 1 Pick. Ich muss dazu gerade sagen, das Buch, was ich ausgewählt habe ich ausgewählt für meine Mama, weil meine Mama mir schon seit Monaten rät, endlich mal ein Buch von diesem Autor zu lesen. Und dementsprechend habe ich mich jetzt entschieden für Die App von Arno Strobel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es geht, will ich auch gar nicht, weil es ist ein Thriller und da gehe ich am liebsten tatsächlich rein, ohne mir den Klappentext durchzulesen. Und ich würde sagen, das ist einfach mein erster Pick und dementsprechend, Mama, das ist für dich. Die App von Arno Strobel ist mein erstes Buch für August. Weiter geht's mit dem zweiten Prompt. Fantasy, ganz einfach. Ich schaue mal, worauf ich Lust habe und zeige euch dann, wofür ich mich entschieden habe. Also, ich habe mir jetzt 2 Bücher ausgesucht. Das sind auch beides relativ neue Bücher, soweit ich weiß. Also bei dem einen bin ich mir sicher, bei dem anderen weiß ich es gerade gar nicht. Aber ich habe auf jeden Fall beide Bücher erst diesen Monat gekauft und egal für welches ich mich entscheiden würde, ich würde mich so sehr auf beide freuen. Das erste Buch ist Silver Elite von Danny Francis und wer vielleicht schon mal bei Pinterest die Aesthetics eingegeben hat für dieses Buch, ich habe es gemacht und ich habe es geliebt. Also ich würde mich super, super freuen, wenn ich dieses Buch diesen Monat lesen würde. Und das zweite Buch, was ich mir ausgesucht habe, ist The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy von Bridget Knightley. Und können wir mal bitte darüber reden, wie schön dieses Cover ist? Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz so sicher, worum es hier geht. Ich habe aber gehört, dass es wohl eine Fanfiction sein soll zwischen Draco und Hermione, also Harry Potter. Und wäre auf jeden Fall sehr happy, wenn ich dieses Buch lesen könnte. Decisions. Aber ich glaube,
weil mein Bruder zu Besuch kommen wird und ich wahrscheinlich nicht so viel Zeit zum Lesen haben werde, entscheide ich mich für das dünnere Buch von beiden. Und das wäre The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy von Bridget Knightley. Und ich würde sagen, ohne groß weiter drumherum zu reden, machen wir einfach sofort weiter mit dem dritten Prompt. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das lesen konnte, aber da steht a book with 300 plus pages. So, ich habe jetzt 3 Bücher ausgesucht. Das erste ist das, was ich eben schon mal hatte, Silver Elite von Danny Francis. Da ist ja klar, dass es über 300 Seiten hat. Das ist eigentlich schon fast ein ganz schöner Wälzer. Das zweite wäre The Assistant to the Villain von Hannah Nicole Mara? Keine Ahnung. Aber es sieht sehr dünn aus, es hat aber über 300 Seiten. Und das dritte Buch, was ich mir ausgesucht habe, ist The Love Hypothesis von Ellie Hazelwood. Ich habe schon mal Ellie Hazelwood gelesen, fand es ehrlich gesagt nicht so gut. Und zwar war das Deep End. Hab danach auch eigentlich gesagt, ich will erstmal keins mehr von ihr lesen. And here I am picking an Ellie Hazelwood book. Aber was soll ich sagen? Just a girl, you know. Und das hat einen pinken Farbschnitt. Also es tut mir leid, aber das ist einfach, ich muss es einfach machen. Ich liebe einfach, wie dieses Buch aussieht. Ich würde einfach sagen, machen wir es kurz und knapp. Das dritte Buch für diesen Monat ist The Love Hypothesis von Ellie Hazelwood. Weiter geht's mit dem vierten Buch. A book with a mostly blue cover. Da schauen wir mal. Mir fällt schon was ins Auge. Und ich schaue aber erstmal noch, ob ich noch irgendwas anderes habe. Also wir könnten auf jeden Fall nehmen Throne of Glass. Wir könnten nehmen The Tenant von Frida McFadden. Oder wir könnten nehmen Far and Away. Wenn ich mir jetzt mal meinen TBR so anschaue, ist im Moment sehr ausgeglichen. Aber ich glaube, ich habe Bock auf ein bestimmtes Buch. Und zwar habe ich mich entschieden für Far and Away von Amy Poeppel. Ich habe ja schon mal in meinem letzten Video gesagt, dass ich eigentlich nicht so die Literary Fiction Maus bin. Aber das Buch schreit einfach meinen Namen. Ich bin vor 8 Jahren auch aus Deutschland in die USA gezogen. Und hier geht es quasi um beide Kulturen, beide Länder. Man kann sich das quasi vorstellen wie bei dem Film Liebe braucht keine Ferien, wo 2 Personen ihre Häuser tauschen. Und hier geht es genau darum auch. Und zwar um eine Person aus Texas und eine Person aus Berlin. Und die beiden tauschen ihre Häuser und stellen sich quasi den Schocken, die man quasi so erlebt, wenn man halt in ein anderes Land kommt. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel Lust auf dieses Buch. Und bevor meine Lust vergeht, würde ich einfach sagen, mein 4. Buch für den August wird demnach Far and Away von Amy Poeppel. Und dann machen wir auch sofort weiter mit dem 5. Prompt. A book by an author you never read. Okay. Weil wir das Ganze jetzt einfach abkürzen, einfach nur, weil ich einige Autoren auf meinem TBR habe, von denen ich noch nichts gelesen habe. Na? Oh, danke schön. Oh, danke schön. Na, möchtest du auch wieder in dem Video sein? Dankeschön. Okay, vielen Dank. Bye, bye. Also ich habe mich jetzt einfach für ein Buch entschieden, wo ich einfach so viel Lust drauf habe und eigentlich gehofft habe, dass ein Prompt kommt, auf das dieses Buch passt. Und dementsprechend habe ich mich entschieden für Silver Elite von Danny Francis. Einfach, weil ich
so unglaublich Lust auf dieses Buch habe und mir ist egal, ob ich da noch 20 andere habe, auf die dieser Prompt passt. Ich will dieses Buch einfach lesen. Und wir machen sofort weiter mit dem 6. Prompt. Ein New Release, also etwas, was ich würde sagen Mai, Juni, Juli etwa released wurde. Als erstes habe ich Rose and Chains von Julie Soto. Das ist Fantasy. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, worum es geht. Ich habe es wegen dem Cover gekauft. Wer hätte es gedacht? Und ich muss aber gleich sagen, ich habe schon zweimal Fantasy auf meinem TBR für diesen Monat. Und es ist August und ich versuche vielleicht lieber noch ein Sommerbuch zu lesen, anstatt noch ein Fantasy-Buch. Als zweite Option habe ich rausgesucht The Tenant von Freida McFadden. Was soll ich sagen? Ich liebe Freida McFadden. Keine Ahnung, worum es geht. Generell bei ihren Büchern will ich das auch gar nicht wissen, sondern eher blind reingehen. Ich hätte Lust drauf, aber ich habe noch eine Option, auf die ich noch ein bisschen mehr Lust habe. Und zwar wäre das Till Summer Do Us Part von Megan Quinn. Das habe ich auf dem Kindle, deswegen kann ich es jetzt hier leider nicht in die Kamera halten. So, und damit kommen wir auch schon zum 7. und zum letzten Prompt. Irgendwie hat meine Kamera heute Probleme mit dem Fokussieren, aber da steht drauf, ein Buch mit einem Baum auf dem Cover. Und ich habe sofort eins, was mir in den Sinn kommt, und das ist Problematic Summer Romance. Das hat gar keinen Baum. Ah doch, hier hinten. Aber irgendwie jetzt nicht so obvious. Keine Ahnung, warum mir das in den Kopf gekommen ist, aber okay, lassen wir mal draußen. Ein Baum auf dem Cover. Ja, da würde natürlich Juniper Hills in Frage kommen. Mord im Himmelreich würde auch gehen. So, ich glaube, ich belasse es jetzt einfach bei den dreien. Also, wir hätten einmal Mord im Himmelreich von Andreas Hinkelmann. Winkelmann, nicht Hinkelmann. Tut mir wirklich leid. Winkelmann mit einem W, okay? Tut mir leid, Herr Winkelmann. Es war keine Absicht. Dann Juniper Hills, der zweite Teil aus der Reihe. Da sind auf jeden Fall Bäume drauf. Oder Problematic Summer Romance. Da sind natürlich nicht wirklich Bäume drauf. Ich habe keine Ahnung, wieso ich da mir so sicher war, dass da Bäume drauf sind. Ich glaube, ich habe da die ganze Zeit hier diese Rankendinger da, Efeu oder was das da ist, gemeint. Aber es sind keine Bäume, also fällt das eigentlich raus. So, und ich glaube, um einfach das Buch zu wählen, was wirklich dem Prompt entspricht, muss ich mich entscheiden für Juniper Hills, weil da sind definitiv Bäume drauf. Und ich glaube, es wird auch mal endlich Zeit, dass ich in der Reihe weiterlese. Also dementsprechend ist mein 7. und letztes Buch für den August Juniper Hills von Daphne Perry. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich da immer noch den 20% Sticker vom Tage drauf habe. So, und damit sind wir auch schon durch. Und ich würde sagen, wir gehen noch einmal im Schnelldurchlauf durch, welche Bücher ich mir für welchen Prompt ausgesucht habe. Als ersten Prompt hatte ich, dass der erste Buchstabe des Monats gleich dem ersten Buchstaben des Autors sein muss. Und da habe ich mich entschieden für die App von Arno Strobel. Der zweite Prompt war Fantasy und da habe ich mich entschieden für The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy von Bridget Knightley. Als drittes hatte ich ein Buch mit über 300 Seiten und da habe ich mich entschieden für The Love Hypothesis von Ellie Hazelwood. Als viertes hatte ich ein Buch mit einem hauptsächlich blauen Cover und da habe ich mich entschieden für Far and Away von Amy Poppel. Als fünftes hatte ich ein Buch von einem Autor oder einer Autorin, von der ich vorher noch nichts gelesen habe und da habe ich mich entschieden für Silver Elite von Danny Francis. Als sechstes hatte ich einen New Release und da habe ich mich entschieden für Till Summer Do Us Part von Megan Quinn. Und als siebtes und letztes Buch hatte ich ein Buch mit einem Baum auf dem Cover und da habe ich mich entschieden für Juniper Hills von Daphne Perry. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende meines Videos angekommen. Also der TBR für den August ist wirklich mal wieder ein Traum. Ich
Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Da ist was von jedem Genre dabei und ich glaube, mir wird es auch nicht langweilig werden. Ich werde mal schauen, wie viele Bücher ich davon schaffe. Falls ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder vielleicht sogar einen Kommentar da lasst. Und dann hoffe ich, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dann!